Ja, was macht die Business School für Emotional Competence eigentlich? Die Frage ist berechtigt und darf gerne gestellt werden. Die Business School for Emotional Competence ist ein Programm, was Workshops, Coachings, Trainings, Begleitungen in Prozessen, Change Transformations und so weiter begleitet. Wie macht sie das? Sie macht das mit Inhalten, die sie speist oder holt aus den Büchern der sogenannten 50 Thinkers, der Management-Vordenker, die alle 2 Jahre in London gerankt werden. Ein Beispielbuch habe ich mal mitgebracht. Hubert Joly, ein Franzose, der schon lange in den USA lebt, der hat als CEO von Best Buy, das ist ein großer Konzern à la, sage ich mal, Mediamarkt oder Saturn, dieses Unternehmen Best Buy gerettet hat, von der Situation, nahe an der Pleite zu sein, bis hin zum Börsengang. Das ging über 7 Jahre und im Grunde alles mit Methoden und Werkzeugen und Haltungen der emotionalen Kompetenz. Warum emotionale Kompetenz statt Intelligenz? Mir als Gründerin ging es darum, tatsächlich in die Praxis zu gehen. Intelligenz, das klingt so ein bisschen nach Wolkenkuckucksheim und nach Theorie. Und gerade das ist aus meiner Sicht nicht gefragt, sondern es geht wirklich um die Umsetzungskompetenz. Daher dieser Name. Und wenn sich manche nun fragen, das verstehe ich gut, okay, was ist denn vielleicht so ein bisschen die Struktur oder die Inhaltsstruktur dieser Business School for Emotional Competence, die übrigens alles auch auf Englisch und Französisch anbietet? Dann ist meine Antwort als Gründerin die folgende. Es geht quasi in dieser School um 3 Zimmer. Zimmer 1 ist die Self-Kompetenz, die Selbstreflexion, gebrandet und reserviert als Marke international Self-Q. Denn alles startet mit der Selbstreflexion und mit dem Nachdenken über sich selbst. Zum Beispiel die Frage für Führungskräfte, wie wirke ich eigentlich auf meine Mitarbeitenden? Wie komme ich rüber? Da geht ganz vieles schon los. Dann die zweite Säule, das zweite Zimmer, die Kooperation, gebrandet unter der internationalen Marke ASCII. Also Zusammenarbeit in recht turbulenten, anspruchsvollen Zeiten, sei es im Projekt oder in der Abteilung, im Team, das ist hier der zentrale Schwerpunkt. Und last but not least, nicht zu vergessen, gerade auch als großes Potenzial, als Wettbewerbsvorteil in Zeiten von KI, die emotionale Kompetenz im Vertrieb. SalesQ, auch diese Wortmarke international angemeldet und kontrolliert, jedes Jahr. Damit kann man sich in der heutigen Zeit sehr hervortun, sehr abheben von der Konkurrenz, vom Wettbewerb. Denn machen wir uns klar, wie oft haben wir tatsächlich nur noch im Support mit Chatbots oder mit anderer KI zu tun, die ich hier gar nicht verteufeln will. Ich bin sicher, es geht in der Zukunft sehr stark um Zusammenarbeit zwischen KI und dem Menschen. Nur wir in der Business School, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Menschen. Also wer interessiert ist an der emotionalen Kompetenz unseres Business School Programms, der abonniere natürlich total gerne den Kanal oder aber nehme Kontakt auf zu uns unter dem Link, der bekannt sein dürfte, www.bs-ec.com. Da sind auch alle Kontaktdaten für den ganz schnellen Kontakt zu finden, ohne Probleme. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen, persönlich kennenlernen, zusammenarbeiten, auf jeden Fall natürlich mit emotionaler Kompetenz. Versprochen.